Ja, herzlich willkommen Leute bei IS Gourmet. Wir sind hier, warum auch immer, draußen, uns ist arschkalt. Wir werden im Laufe der nächsten Folgen mit Kollegen Venter und mit Lamabär und auch natürlich mit den anderen Spielern noch Kochduelle machen quasi. Die treten gegeneinander an, haben Gerichte vorgegeben und Rezepte, die wir ihnen parat stellen und müssen sich dann gegenseitig betteln. Und Panda und ich bewerten den ganzen Bums. Aber hoffentlich Aber in der Wärme. In der Wärme. Was machen wir dazu? Ich weiß gar nicht mehr. Frikadellen. Ach, natürlich. Frikadellen. Frikadellen. Ja. Wir machen heute das wohl klassischste deutsche Gericht überhaupt, Frikadellen mit Kartoffelsalat. Da kennen wir uns alle gut aus. Ich hoffe, Lama auch. Der muss das nämlich kochen heute für uns. Das wird easy. Also, Frikadellen, so mit mein Lieblingsessen, ne? Also gib dir Mühe. Ich will keine Scheiße fressen müssen. das werden wir noch sehen. Ja. Lama, du hast jetzt die Ehre, dir deine Zutaten, wie du deinen Kartoffelsalat machen möchtest, rauszusuchen. Dann fange ich mal mit dem Hackfleisch an. Ein bisschen Paniermehl für die Frikadellen, auch nicht schlecht. Ich gehe mit der Mayo-Variante. Eier kommen da auch rein. Persönlich sehr gut. Zwiebeln, ein kleines bisschen. Kartoffeln natürlich auch. Und ich glaube, so viel Schnickschnack brauche ich hier gar nicht. Also den Rest, der bleibt ja einfach. Das sieht okay aus, ja. Ja, geile Zutatenlama, die du ausgesucht hast. Mit den Zwiebeln bin ich ein bisschen skeptisch. Du weißt ja ganz genau, dass ich die nicht mag. Ne? Vielleicht finde ich Panda am Ende besser. Aber Das sind immer geil. Zwiebeln kannst du immer benutzen. Ich habe da, glaube ich, Yin und Yang hier quasi. Ne? Das ist echt so. Und mach was Schönes draus. die werden speziell hinzugefügt. Hast du schon mal Kartoffelsalat gemacht? Oder ist das Den lasse ich mir mal von meiner Mutter machen, oder von meiner großen Schwester. Selbst habe ich den noch nie gemacht, aber ich glaube, das kriege ich hin. Gut, dann packst du. Ja. Glaub mal nicht. Ja, Lama, mit was fängst du denn erstmal an? Was ist dein erster Schritt hier? Als erstes werden die Kartoffeln gewaschen, dann geschält, dann klein geschnitten und ja, das ist erstmal alles für den Anfang. Und da werden dir natürlich auch sehr viele Leute dabei helfen, richtig? Ganz genau. Ist ja wichtig, wenn sie schützt, ne? So in der Küche, im Haushalt, da geht der Hand in Hand quasi. Mhm, Nein, ja, Hand schade. in Hand. Wir machen alle, wir helfen mit, natürlich. Ich glaube, den ersten Pluspunkt kann ich mir schon mal so holen, dass ich mir jetzt einfach ein bisschen mehr Mühe gebe und ein paar mehr Kartoffeln machen, dass Brücki morgen auch nochmal eine Portion hat. Denn da wird natürlich auch Ja, was sind die ersten Pluspunkte gesammelt. Sehr, sehr gut. Ja. Warum ich die Kartoffeln gerade wasche, weiß ich auch nicht, weil ich geschält werde jetzt. Ist so, ja. Ja, nee, kannst du aber machen, ist okay. Ich muss ja sagen, Panda hat mir letztens auch Kartoffelsalat gemacht. Ach, war das wie die Hunde, oder? Und danach habe ich quasi auch keine Frau mehr gewollt. Das war einfach nur geil. Das Ding ist, wenn ich jetzt die Finger hier abschneide, dann ist das mit dem Eastboard leider auch Das gar ist nicht mehr so Kartoffel. einfach. Vielleicht kommst du auch irgendwann in den Knast, dann musst du das eh machen. Also. Ich Naja. sag mal so, Bröki hat 2 Stunden für Karottenschälen gebraucht. Ich habe nicht 2 Stunden für Kartoffeln, ich habe gestreamt und 2 Stunden und für hatte eine Karottenschälen gebraucht. sympathische junge Streamer an meiner Seite. Ja, hast du doch auch hier jetzt mit uns. Also, Ja, aber ich stehe ja auch nicht. Hallo, schneide gerade Kartoffeln. Ich sage ja lediglich, dass ich ein Entertainment-Streamer bin und kein Karotten-Shell-Streamer. So. Und da Das habe ich ist auch meinen gut Fokus, so. und da Das habe ich ist meinen auch Fokus gut so. gelegt. Und ich würde gerne von Lama sehen, dass er seinen Fokus. Ach, guck mal, neue Technik sofort gemacht. So, Und jetzt geht das dass hier er ab. nämlich seinen Fokus auf neue Techniken legt und das, nicht das auf sind die Entertainment. Challenger-Kartoffel-Mechanics. Ja. Hast du schon mal eine geschältere Kartoffel gesehen? Ich nicht. Da ist irgendwas Ekliges drin. Das kannst du ja rausschneiden. Das ist, glaube ich, ein Wurm. Den darf, aber das gehört zu meinem Rezept dazu. Naja, ich muss das ja nicht essen. Ich sag mal so, es gibt Techniken, die ein bisschen effizienter sind beim Es gibt Kartoffelschälen. Techniken, es gibt aber auch andere Werkzeuge, die man sich zur Hand nehmen könnte. Ja, ein Messer zum Beispiel. Oh. Ja, aber ich kann mit dem Messer nicht schälen. Na, aber vielleicht könnte man damit andere Dinge. Machen. Zum Beispiel Parasiten oder Würmer. Ach so, die kann man damit rausschneiden. Naja, Das- die Kartoffel ist ja noch nicht fertig. Ich schleife die gerade quasi Ja, raus. ja, Wie ja. ein Diamanten. Also das Ding ist, Kartoffeln haben meines Wissens eine Menge Stärke. Das heißt, eigentlich sollte ich die direkt, nachdem ich die geschält habe, in Wasser legen, glaube ich, damit die Stärke sich von den Kartoffeln ein bisschen entbindet. Das ist so ein Professor. Also ich sag mal so, mein Gegner, der wird nicht so weit kommen. Weil du wirst, diese Kartoffeln werden ganz anders schmecken, weil die entstärkt sind quasi. Entstärkte Ja. Kartoffeln. Wir gehen jetzt gleich schwach in den Topf rein.
Und ergeben sich sofort. Und dann geben sich sofort, ganz genau. Möchtest du den Wurm mit im Wasser haben? Wir schneiden ab. Ich glaube übrigens auch, dass der Winter nicht weit genug kommt, weil er wahrscheinlich nach der zweiten Kartoffel direkt ins Krankenhaus muss. Was zeigst du mir das? Das ist eine Überraschung für Bröki. Was ist das? Moment, was ist das? Das ist ein Dämon in der Kartoffel. Das ist einfach Jesus. Das ist, einfach weil das ja so Ostern. Das heißt, Ja. vielleicht versucht er hier durch diese Kartoffel gerade Rein in Ebay. rein. Verkaufen die Kartoffeln. Panda, kannst du uns über Kartoffelanbau generell verraten? Was ist denn der Ablauf? Was ist denn der Lebenszyklus einer Das Kartoffel? ist, erst wird der Dämon eingepflanzt, das wird als allererstes gemacht. Okay. Dann wächst der Dämon quasi in der Kartoffel, der wird immer größer, Wird immer stärker quasi. wird stärker, aber die Stärke wurde ihm ja gerade genommen. Ja, die wir noch nicht, gelernt haben. aber ja. Und dann köpft man den Dämon. Aber der Dämon bleibt noch, also die Aura bleibt noch drin in der Kartoffel. Woher kommt die Kartoffel ursprünglich? Aus Neuseeland. Amerika oder nicht? Aus Südamerika. Südamerika, ganz genau. So. Das ist nämlich das Erdschwein. Das Erdschwein, ja. Ja. Und zwar aus Südamerika haben die deutschen Könige und Fürsten haben sie nämlich gemerkt, okay, die kann man aber auch hier in meinem Garten anpflanzen und haben die Pflanze einfach da eingepflanzt bei sich. Also einpflanzen lassen. Weil ein König hat damals ja nichts gemacht. Mit dem Dämon. Mit dem Dämon. Also ähnlich wie du, oder nicht? Du hast die auch eingepflanzt. Ja, ich bin quasi der moderne König. Du bist quasi der Samen des ESG-Hauses. Ja, ganz genau. Lama, Ja, du bist ja jetzt gleich mit den Kartoffeln fertig, ne? ich bin jetzt mit den Kartoffeln fertig, ganz genau. Wolltest du die nicht kochen, die Kartoffeln? So, ich werde das Wasser gleich jetzt zum Kochen bringen. Ja, das Ding ist, die müssen ja noch geschnitten werden, also alles gut. Also, die Kartoffeln sind noch lange Nee, nicht wir haben fertig. Zeit, wir sind gerne 50 Stunden hier. Ich denke mal, ich werde auch Salz ins Wasser geben, so einen Geschmack auf die Kartoffeln ab. Und da die keine Stärke mehr besitzen, nimmt quasi das Salz den Platz von der Stärke ein. Kocht denn Salzwasser früher oder normales Wasser? Normales Wasser. Das merkst du nämlich, weil wenn das Wasser anfängt zu blubbeln und du machst dann Salz rein, dann hört es kurz auf zu blubbeln und dann musst du noch mal kurz warten. Das heißt, du machst jetzt ganz am Ende Salz rein und dann lässt du raus. Einfach Chemie durchgespielt. Wie heißt das Ganze? Ektoplasma. Wir brauchen Eier. Eier sind sehr wichtig. Eier! Warum nicht so die Hand an? Pack die Scheiße nicht an. Mach die wieder zu, die Schachtel, bitte. Maschallah, ich will es nicht sehen. Komplett so, so als ob die O4P/Sealed original verpackt ist. Frikadellen braucht man eigentlich auch noch nicht, aber ich brauche auf jeden Fall gleich noch ein Ei. Was machst du mit dem Ei? Das Ei kommt gleich mit zum Binden ins Hackfleisch mit in Paniermehl. Es gibt dann wir machen so eine richtig ekelhafte alte Metzger-Frikadelle. Das ist geil, ne? Aus Europa. Das macht mich an. Mein Konkurrent, Siggi, der wird gleich nämlich dieses Hack nehmen, eine Schüssel, ein Ei rein, Hackfleischgewürz, fertig. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schlagen das Fleisch jetzt erstmal kaputt. Wir machen quasi jetzt hier so eine Kuhle. Das könnt ihr sehen. Das ist quasi wie ein Pool. Okay? Und das Ei ist das Wasser. Findest du das geil, dass ich gerade das Fleisch sowas schon hart durchnehme mit meinen Händen? Ja, und isst das gleich. Also nimmst das gleich in den Mund. Oh Gott! Das Ding ist, ich habe jetzt natürlich das Wasser für die Kartoffeln aber schon zu kochen gebracht, aber die Kartoffeln sind ja auch noch gar nicht geschnitten. Das heißt, ich wurde eigentlich ziemlich gebaitet. Ja. Und niedrige Flamme. So. Aber das ist ja erstmal kein Problem, wenn das Wasser Ja, Jetzt ist das Wasser wieder. Warum das hast ist du von das Wasser jetzt abgedreht? Weil ich von dir gebaitet wurde, dass ich das Wasser schon anmachen sollte. Ja, du verbrauchst natürlich Wasser, wenn du das jetzt anlässt, ne? Hackfleisch ist gut, hat jetzt eine gute Konsistenz, ist nicht mehr so flüssig, das Ei. Ein bisschen Paniermehl hat geholfen. Jetzt Salz. Salz, sehr krasser Geschmacksträger meiner Meinung nach, also kann da ordentlich was rein. Salzen kann man aber immer danach noch, denn wenn du es davor versalzen tust, dann ist er lost. Pfeffer ist so eine Sache, kann man jetzt schon reinmachen, aber eigentlich wird Pfeffer beim Braten, wenn er verbrennt, bitter. Das heißt, später wird es eigentlich besser. Mini-Frikadellen sind gut, aber was ist besser als Mini-Frikadellen? Große Frikadellen. Die dicke Oschis. Die sind Und aber, die dicke Dinger. das Ding ist, die sind aber schwerer richtig zu machen. Also, damit die richtig durch sind. ja. Genau, deswegen werde ich aber kleiner machen. Ja gut, dann fangen wir jetzt an, die Kartoffeln einfach mal in Scheiben zu schneiden.
Ist das cringe? Nee, kein Backseat-Game hier. No, ich bin übertrieben am Trollen, actually. What am I doing? Nevermind, ich habe jetzt diese Kartoffeln geschnitten. Warum koche ich die Kartoffeln nicht einfach sofort in den Ding? Also, das war jetzt schon wieder ziemlich lost. Nee, aber das blubbert, die Kartoffeln sind ready. Ich tue die dann einfach jetzt in den Topf rein. Die lasse ich jetzt köcheln, bis die gar sind. Oh, okay, ja, ist gut. Ja, also, ja. Aber ich darf jetzt ich mache das Ei noch hier rein. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr Wasser drin sein müssen. Das ist schade. Blanchierende. Ich weiß nicht, da kommen irgendwelche Dämonen raus schon wieder. Naja, noch sehe ich da jetzt kein Problem. Schneide jetzt einfach noch eine Zwiebel. Einfach noch um die gleich mit anzubraten für ein bisschen Geschmack. Was ist der Unterschied zwischen roten und normalen Zwiebeln? Rote Zwiebeln haben mehr Oxidantien, das heißt, die sind einfach gesünder. Alle roten Gemüsearten sind eigentlich besser. Also bei Obst auch, bei Trauben. Rote Trauben haben mehr Oxidantien, das heißt, die sind einfach besser als die weißen. Plus, rote Zwiebeln haben einen süßeren Geschmack. Das mit Oxidantien hatte ich vom Hocker gehauen, ne? Das, Nicht auf den verbeidrückt, aber hart. So. Die Eier sind, schätze ich, fertig. Also die waren jetzt auf jeden Fall lange hier drin. ja, im einen war ein Stolunio drin. Was machst du jetzt mit den Eiern? Machst du die einfach, dann schneidest du die und machst die dann drauf? Oder Also ich habe die Eier jetzt in kaltes Wasser gelegt. Damit die chillen jetzt einfach noch ein bisschen. Ja. Und nachher pelle ich die einfach und mache die einfach in den Salat. So, Kartoffeln sind durch. Machen wir die Herdplatte schon mal aus. Das hat jetzt ein ganz Weilchen gedauert, aber also ich gehe zumindest davon aus, dass die durch sind. Weich sind die auf jeden Fall geworden. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu matschig. Das heißt, wir werden jetzt einmal abgießen einfach. Das ist aber ganz schön heiß. Wir werden jetzt die Kartoffeln ein wenig abschrecken, weil ich muss die jetzt gleich noch anpacken. Ich muss sagen, die sehen sehr gut aus. Als ob ich schon mehrmals Kartoffeln gemacht habe. Wieso schreckst du denn jetzt noch schwache Kartoffeln ab? Die sind doch schon schwach. Ich erschrecke die gerade. Jetzt sind die noch ängstlich. Schwach und ängstlich. Ich glaube tatsächlich, dass die sehr, sehr gut geworden sind. So, mal gucken, wie heiß sie sind. Wir machen jetzt einfach mal kurz den Hitzetest. Oh ja, das brennt. Das ist schon sehr heiß. Wollen wir nachher mal eine Aufnahme machen? Wir werden uns gleich wieder zurück. Kurze Werbeunterbrechung. Während die Kartoffeln jetzt hier abkühlen, machen wir einfach schon mal ein paar Frikadellchen. Dafür machen wir schon mal den Herd an. Und danach bringen wir die Sachen schön in Form. Ein schönes natives Olivenöl rein. Du kriegst ja bei mir auf jeden Fall ein gutes Fleisch, okay? Eine gute Frikadelle. So, wir machen die in so Medium-Größe, würde ich sagen. Okay, enough. So. Das duftet sofort. Das ist aber nur wunderschön. Ein bisschen runter, Löffelchen raus. Einfach noch hier ein bisschen drin schwimmen lassen. Wenn ein paar rauskriegen, macht nichts. Sobald die so ein kleines bisschen angeschmort sind, sind die Frikadellen hinterher. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommen unsere kleinen Freunde hier nämlich rein. Ich will nicht in die Pfanne, Papi. Da sind Zwiebeln drin. Ich mag keine Zwiebeln, Papa. Das ist der nächste Schritt, den du vorhast? Wenn wir das Rezept. Naja, die bleiben jetzt einmal ein bisschen auf der Seite. Dann werden die gedreht, nochmal so lange auf der anderen Seite. Abseits der Frikadellen? Abseits der Frikadellen? Ja. Sobald ich sehe, dass die Kartoffeln ein bisschen mehr abgekühlt sind, werden die noch ein bisschen geschnitten. dampfen auch. Die dampfen auch noch extrem. Deswegen Fokus auf die Frikadellen. Die können ja auch schon mal ein bisschen abkühlen. Ja. Kann man ja auch kalt essen. Frikadellen schmeckt ja auch. Das schmeckt immer sehr gut. Finde ich persönlich besser. Frikadellen, die einen Tag alt sind und dann schön mit Senf am nächsten Tag kalt. Sehr gut. Nee, aber warme Auch Frikadellen sind besser, auch besser. auch besser, weiß ich jetzt nicht, aber du kannst ja warm. Aber ja, immer kalte Frikadellen warm, sind kalt. trotzdem sehr lecker. Ja, ich hätte da irgendwie Hallo? Wo sind die ganzen Zwiebeln hin? Hallo? Das mit den Zwiebeln, das ist das erste, wo ich jetzt sage, ja, war nicht so gut. Das sieht aus wie angebrannter Speck. Also tatsächlich passiert jetzt nicht mehr so viel. Wir bleiben jetzt nochmal kurz auf der Seite für ein bisschen. Die Zwiebeln werden nichts mehr. Sagen wir mal so, wie es ist. Die sind, glaube ich, tot. Ich glaube, die sind sehr tot, die Zwiebeln, ja. Aber die sind ja noch für den Geschmack für die Frikadellen da. Habe ich ja eben schon mal erklärt. Ich hoffe jetzt nur, dass die Frikadellen nicht verbrannt schmecken. Ich will nicht sterben, Mami. Man kann ja auf jeden Fall schon ein bisschen was abkratzen, was Zwiebeln angeht.
Ich sag mal so, ob das, was da in der Pfanne ist oder die Mondoberfläche, ich glaube, ich sehe keinen Unterschied mehr. So. Ich werde Ich das muss jetzt diese verbrannten Zwiebeln aus der Pfanne entnehmen und die gibt es einfach später dann dazu, weil ansonsten bist du gleich tot, wenn du das in den Mund nimmst. Ich bin das ja besser. Guck mal, eine kleine Freundin. Sag mal so, Was hast du mit dem her? wenn der hätte das 1:1 Die kannst du quasi wie Schokostreusel gleich über deine Frikadellen machen. Du kannst aber natürlich auch lassen, ich gebe dir ja die Option. Okay, die werde ich nicht essen. Junge! Das war gerade so, als ob ich, weiß ich, ein Haus brenne und ich habe einfach kurz eine Nase genommen. Schlafen jetzt. Und in der Zeit können wir wahrscheinlich anfangen, die Kartoffeln zu schneiden. So, jetzt soll das kein Problem mehr sein. Wie schneidest du die jetzt? Was ist deine Technik? Ja, also wahrscheinlich sind Scheiben nicht schlecht, aber to be honest, ist es eigentlich scheißegal. Also die können auch so sein, wenn jedes Stückchen im Kartoffelsalat so ist es, finde ich, auch vollkommen gut. Es stinkt schon sehr hart, ne? Knusprig, Das ist oder? noch das Letzte, was man von sich Also ich gegeben wollte hat. jetzt auch nur noch einmal auf der einen Seite lassen. Und dann hoffe ich auch immer, dass die gar sind, weil ich glaube, mit der Hitze habe ich ein bisschen zu viel umgespielt. Glaubst du, deine Platzaufteilung auf diesem Brett ist optimal? Die ist gut. Findest du nicht? Also ich glaube, dass die Kartoffeln tatsächlich ziemlich gut geworden sind. Kommt da die Mayo auch aufs Schneidbrett? Nein. Ich weiß auch nicht, was diese blöde Frage zeigt. Ist ja offensichtlich, dass da keine Mayo drauf kommt. So, Freundchen. Toll. Haben wir hier den ja? Okay, einer und ole! So, ich glaube, die Frikadellen sind fertig. Das ist ein sogenanntes Geisterei. Also, hier ist so ein kleiner Geist rausgekommen. ein kleines Mädchen. Ja, so ein kleiner Mit der Arm. Nase da vorne. Ja, und der hat auch einen Arm. Ja. Aber nur einen. Okay, und jetzt fangen wir an, hier ein bisschen ordentlicher zu arbeiten. Das geht ja überhaupt nicht. Diese Eier sind ja wohl der absolute Oberhammer. Die sind sehr leicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt reinschneide, dann platzt da irgendwas Flüssiges raus. Ja, Gesundheit. Ja. Da leckt mich am Arsch. Die sind schon sehr krass geworden. Ja, die sind Das ist ordentlich. einfach gekochtes Ei, ne? Nee, aber ein gut gekochtes Ei. Kannst du sagen, was du willst. Wo ist jetzt die Unterscheidung zwischen einem gut gekochten und nicht so gut gekochten Ei? Ja, das könnte ja auch überkocht sein. Das ist aber perfekt. Warum machst du übergekochtes Ei fest? Wenn die Schale komplett reißt. Und das schmeckt dann einfach nicht mehr. Okay. So, jetzt haben wir hier unseren Freund. Guck mal, Eggy wurde hab ich geköpft. schon mal so ein Ei gesehen. Noch nie. Also wirklich nicht. Hab ich noch Ist von- fast so, als hätte das Ei gar keinen Bock mehr auf seine Schale Junge, da kommt so gehabt. viel Wasser raus. Der gegangen. Ich wusste, dass das Eiweiß sind. Fast die Finger abgeschnitten. Ja. Ich brauche jetzt endlich mal die Mayonnaise hier. Du nimmst einen Schluck. Ich war ein Löffel. Es gibt Ansonsten ist gleich Erfindungen. das ganze Ding leider weg. Aber tatsächlich gibt es ein Lebensmittel, was wir eben vergessen haben. Oh, wir haben ja noch saure Gewürzgürkchen. Da kommt gleich noch ein bisschen Saft mit in die Soße rein. In die Mayo. Es gibt so eine Säure ab, die sehr wichtig ist für den Kartoffelsalat. Ach, das, ne? Das könnte schon reichen. So, mein Kartoffelsalat sind Kartoffeln, Eier, Mayonnaise, Gurkenwasser. Das war's. Mehr ist da ja gar nicht drin. Ich hätte mich vielleicht doch für Schnittlauch und Petersilie entscheiden sollen. So, mache ich das jetzt mit den Händen? Wahrscheinlich lieber nicht. Das sieht auch nicht besser aus. Ich glaube, ich mache es mit den Händen. Das ist ja Hausmannskost. Und so macht es ja ein richtiger Hausmann. Du könntest auch 2 Gegenstände, die du auch bei der Mayo verwendest, denselben nochmal doppelt verwenden. 2 Löffel. Und dann umrühren. Ja, aber es cringe. Was soll Das zwei ist große echt Löffel an deinen Händen? cringe. an deinen Armen? Ja, ich hab Baggerhände. Zwei Ich gehe jetzt mal eine Runde baggern. Ist das okay? Ja, da kann Ja, man auch stimmt. noch eine backern. Also, das fühlt sich aber gut an. Das ist aber eine ganz schön. Gott. Das ist ganz schön viel Mayonnaise. Lecker.
Einfach High ein five. guter Kartoffelsalat. Weißt du? Natürlich sollte niemand das Würzen vergessen. Das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Salz und Pfeffer an den ganzen Salat hier. Ein bisschen Pfeffer noch rein. Das ist super. Einmal umgerührt, die ganze Kumpe. Haben wir eine Rose oder eine Blume. Ich würde jetzt gerne mit einer Rose anrichten. So, wir haben jetzt einmal das hier. Die Frikadellen, die schon sehr dunkel sind, aber das ist schon okay. Das kommt natürlich zum Anrichten. Frikadellen kommen richtig schön so an die Seite. So richtig schön klassisch. Wir machen jetzt schönes Bettchen hier. Und das Auge ist mit. Für mich sieht das aus wie ein Engel. Ein leuchtender Engel mit 4 Köpfen. Das sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Und jetzt kommt aber ein Trick, das habe ich gestern gesehen, in dem Video für arabisches Essen. Nee, doch nicht. Guter Trick, ja. Man sagt, hat mich richtig abgeholt. Ich muss sagen, das ist simpel, aber gut. Schön eingeordnet. Gleich, ne, wie die Sachen vergleichen können bei der Bewertung. Gehen wir drauf ein. Also das Gehen wäre wir dann drauf. mein Gericht. Moin, moin, moin! Kandidat Nummer 2. Nachdem wir gerade schon gesehen haben, was Lambert so zaubert, gucken wir uns jetzt an, was Venter aus diesen Zutaten macht. Geht doch mal rüber, such dir schon mal ein paar Zutaten aus. Was glaubst du, könnte man hieraus machen? Wir haben Hackfleisch, Ja. das heißt, das gefällt mir. Das könnten Frikadellen werden. Mhm. Im Endeffekt muss es uns gefallen, Kann- nicht dir. Paniermehl brauche ich nicht. Kartoffeln und Speck. Ja, das ist Kartoffelsalat. Und Frikadellen. Das lief schnell. Richtig erraten. Ich möchte von dir haben Frikadellen und Kartoffelsalat. Okay. Auf die ventersche Art. Was macht man in den Kartoffelsalat? Was macht Venter in den Kartoffelsalat? Ein paar Toffifee, auf jeden Fall. Zwiebeln. Limettensaft vielleicht? Nee, brauche ich noch. Nee, Essig und Mayonnaise, I guess. Und Gurken, Gewürzgurken. Und Speck. Tomaten habe ich noch nie gesehen. Nee. Zieh mal so zu dir rüber, was du gerne rein, was du alles brauchst. Ich brauche einen. Panda, soll was lustig? In den Kartoffelsalat, ja oder nein? Das werde ich. Wegschieben alles, ja? Ich bin hier nur ein neutraler Beobachter. Ich werde Brücki vergiften. Ich werde Brücki so vergiften. Oh Mann. Brücki darfst du vergiften, Ja, ich nicht. wie gesagt, nicht. Schnittlauch oder Petersilie? Ja, das ist die Ist das Frage. eine Oder? Schnittlauch oder Petersilie? Paniermehl kommt auf jeden Fall nicht rein. Also ich glaube, das ist schon gut so. Dann räumen wir Restsachen weg. Wie gerade schon angesprochen, wir werten die Äußerlichkeiten, den Geschmack und natürlich auch den Herstellungsprozess. Deine Kochmechanics. Deine Mechanics werden auch bewertet am Ende. Gib dir also am besten mal Mühe und überleg doch vielleicht mal, wie du jetzt anfängst und was jetzt so organisatorisch sinnvoll wäre. Womit fängst du jetzt am besten an? Naja, für die Frikadellen brauche ich eine Pfanne. Gut, was brauche ich noch? Kochtopf. Hier drin. Dann Frikadellen. Und was willst du denn anfangen? First question first. Die Kartoffeln. Ich muss sie schneiden. Nee, muss ich nicht. Ich muss sie erstmal kochen. Ich habe keine Zeit zu verlieren hier. Potatas vor der Potatas-Salat. Naja. Ich weiß nicht, ob man Kartoffeln möchte, aber warum nicht? Wie viele Kartoffeln würde ein Brötchen essen? Ja, das ist natürlich Ja. eine Frage, die sich schon viele in ihrem Leben gestellt haben. Wie viele Kartoffeln würde ein Brötchen essen? Ist die Menge auch nicht entscheidend oder ist vielleicht die Qualität entscheidend? Das ist auch richtig. Wo liegen Gut. jetzt die Parameter? Natürlich. Gut. Ich lasse nochmal das Wasser jetzt kurz kochen. Vorsicht. Ja, die Finger brauche ich sowieso nicht. Aber die kommen dann in die Pfanne mit den Frikadellen, damit die Frikadellen ein bisschen besser schmecken. Ich überlege gerade, ich mache jetzt einfach die Kartoffeln da rein, So. 4
Kartoffeln werden. Ich glaube, sogar 3 Kartoffeln reichen, oder? Und Kartoffelsalat? Nee. Also, ist ja für einen Teller nur. Also, Ja, du musst wissen, wie viel du machen möchtest. Du Ja. bist hier das Organisationstalent gerade. das Wasser fängt an zu blubbern, ein bisschen. Da sind halt schon Blasen drin, ne? Das heißt, das Wasser ist schon ein bisschen warm. Noch ein bisschen Salz rein für die Kartoffeln. Gut. Was nun? Kartoffelsalat. Was würde meine Mutter tun? Das ist echt eine gute Frage. Was würde die Mutter tun? Ich würde mich totschlagen dafür, was ich hier veranstalte schon wieder. Petersilien müssen wir auch schneiden, I guess. Ich auch frittieren. Nicht gut. Hier jetzt Dann rede ich mit mir selbst, das ist auch in Ordnung. Und ihre Seele. Ich mach nicht, gell? Ja, bitte sehen Vielleicht Sie. für die Kamera auch, ja? Ich mal, Zuschauer. Zu Hause. Was machst du mit der Petersilie? Ich weiß es nicht. Einfach essen, cool. Warum hast du die Petersilie gewählt? Weil Petersilie. Sieht gesund aus, oder? Ich glaube, Petersilie kommt in den Kartoffelsalat. Ich weiß es aber nicht genau. Falls meine Mutter das live sieht, bitte erlöse mich. Bin hier, um dich zu erlösen. Hallo, Okay, Wolfi. wen- 2. Schneide Petersilie. Bitte schneid ihn nicht in die Hände. Ich habe ihm schon die Krallentechnik gezeigt. Der Aber kann die das Krallen, nicht die schneiden. gar keinen Bock. Ist das normal, dass man 20 Liter Wasser für 4 Kartoffeln nimmt? Nein! Und so. Ich habe irgendwie. Wir können auch noch draußen den Seemann-Heizstab reinhalten, um auch mal da. Warum werde ich hier kritisiert? Bist du Gordon Ramsay oder was? Kannst dich ja noch mit reinsetzen, das ist immer cool. Sieht sehr gut aus. Was machst du? Kartoffelsalat mit Frikadellen. Aber du kriegst nichts davon ab, also. Ist vielleicht auch besser so. Aber sieht gar nicht so. Also, na gut, du hast jetzt Nicht viel gemacht, ne? Aber es sieht schon gut aus, ne? viel Glück. Werde ich brauchen, danke. Was mache ich jetzt mit dem Hackfleisch? Würzen. Ich guck dich einfach nur an, um zu sehen, wie du reagierst. Ich reagiere nicht. Ich bin tot. So. In das Hack kommt jetzt noch ein Ei. Aber die Frage ist, was kommt zuerst, Panda? Das Ei oder das Hack? Oder die Hände. Okay, den Speck muss ich auch anbraten. Die Gurken, I guess. Schön platt, damit die nicht so dick sind. So wie Panda. Sorry, umgebracht. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Es gibt vielleicht Abzüge in der Wehennote, das weißt du, ne? Worauf achtest du, wenn du die formst? Darauf, dass sie schön rund sind und meine Hände gut drauf passen. So, was nun? Gut. Wir brauchen das hier und noch eine kleine Pfanne. Noch eine für den Speck später. Wie hat Lama dafür 1,5 Stunden gebraucht? Ich weiß es nicht. Tja, Das ist echt eine der hat Frage. kein Organisationstalent so wie dir. Das ist niemand. Ich hab schon Bock, so eine Gewürzgurke zu essen. Kannst ja machen. Gönn dir. So ein richtig schöner Knacker. Mhm. Mmh. Mmh. Gewürzgurke. Lecker. Bist du schwanger? Ich? Ja. Mit deinem Baby, glaube ich. Ja, auch egal. Wir braten jetzt den Speck an. Jetzt nicht. Sahne ist nicht. Warte, noch nicht. Das ist nicht Speck schneiden. Das aufzumachen ist auch schon wieder echt eine Frage. Halleluja, ich habe Angst. Ich habe Angst darum, dass ich das nicht aufkriege. Ich habe Angst um deine Hände. Ich nehme mal Abstand. Wir haben auch eine Schere. Und wir haben auch ein Messer hier. Das würde ja weniger Spaß machen, wenn es einfach wäre, ne? Wer sich beim Trainieren den Rücken brechen kann, der kann sich auch ab und zu mal einen Finger abschneiden. Speck ist gut. Liebhaber, ne? Du liebst Speck. Das kenn ich doch. Ich lieb Speck. Entschuldigung. Timer von den Kartoffeln. Wenn es fertig ist, piepst das. Wie zufrieden bist du bisher? Ich, ja. Ja. Es riecht auf jeden Fall schon mal gut, muss ich sagen. Also Ja. alleine Geruch. Weil ich gerade den Speck angefangen habe zu schneiden, richtig? Ja, wahrscheinlich. Aber ich raff einfach nicht, was dann später passieren wird, nachdem die Kartoffeln fertig sind. Ich werde mir hier doch safe den Finger abschneiden. Ich achte immer darauf, dass der Speck goldbraun ist und knusprig. Okay. Währenddessen braten wir hier die Frikadellen.
Wir machen hier so ein bisschen Platz für die Zwiebeln dann. Die kommen in die Mitte. Die braten wir mit den Frikadellen an, damit die Frikadellen besser schmecken. Aber die sind knuspriger und besser, wenn sie nicht in den Frikadellen drin sind. Oh, Kartoffeln. Oh nein, nicht die Kartoffeln. Aber die Kartoffeln sind echt verdammt heiß. Wer hat sich das ausgedacht? Da fällt kein Weg drum rum, ne? Nee, ich hab die schon abgeschreckt, aber die haben sich nicht erschrocken. Ein richtiger Mann muss Schmerzen erleiden. So, was sagen die Frikadellen? Was sagen die zu dir? Die sagen, die Zwiebeln werden schon wieder schwarz. Hilfe! Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Ich habe noch nie Zwiebeln gegessen, die nicht komplett verbrannt waren. Ich werde jetzt so vergiften. Ich mache jetzt einfach mal raus. Ich sag mal so, die Sonde, die da auf den Mars abgeschickt wurde, die kriegt wahrscheinlich auch so Bilder tagtäglich raus. Aufdrücken auf die Frikadellen, damit der Saft ein bisschen in die Pfanne geht. Und dann das Aroma verteilt. Ich weiß nicht warum, aber Der Pfannen das. ich habe es mal auf YouTube gesehen. Ne? Damit die Pfanne danach auch lecker ist. Den Speck mache ich jetzt auf das Zewa drauf, damit das ein bisschen... Naja, Die Araber sind die einzigen, die das Öl kontrollieren, ne? ja klar, ist genau deswegen. Das Öl muss kontrolliert werden. Du ölst die Arbeitsplatte. Das ist okay. Wir haben ja einfach einen Ölbaron im Haus. Die müssen jetzt ein bisschen abölen, damit die nicht so fettig sind, wenn die später in den Salat kommen. Stell dir mal vor, du nimmst so eine Gabel und hast einfach so eine richtig fette Kartoffel im Mund. Ah, ich habe Angst um deinen Finger, Alter. Jedes Mal, jeder Schnitt. Ich habe einfach nur Angst des Todes. Venter hat die Arbeitsplatte für uns geölt. Guck mal. Das ist sehr schön. Eine Ölung bitte. Das Essen ist auch die letzte Ölung für euch. Und ja eigentlich auch Toiletten sind. Fast. Ganz genau. Da waren gerade die rohen Frikadellen drauf. Warte kurz. Oh Mann, Alter. Ich mache jetzt den Kartoffelsalat. Alle Zutaten, die ich vorhin zubereitet habe, kommen jetzt in die Schüssel. Dann machen wir ein bisschen Essig und Mayonnaise dazu. Und dann haben wir einen Kartoffelsalat. Den Speck brauche ich nicht mehr. Und den Speck, den brauche ich. Sehr schön, das ist doch diese einfach. Challenger-Techniken. Das ist einfach so heiß. Das würde sogar ich essen. Wenn ich das zu viel Essig mache, seid ihr tot. Ich weiß nicht, wie viel Mayonnaise das reinkommt, wie viel Essig. Ich bin verzweifelt. Okay, wenn der Koch nicht weiß, ob es zu viel oder zu wenig ist, was macht er dann? Sich einen neuen Job suchen. Das wahrscheinlich auch danach. Kennt ihr das Problem? Zu viel Mayo? Kenn ich nicht. Ich kann in Mayo Dann baden. lieber ein bisschen mit mehr Essig, oder? Da kommt ein bisschen Essig da rein. Abgemessen in Esslöffel. Das ist ja ein Profi-Move. Willst du das trinken? Ich will das nicht pur trinken, nee, danke. Und jetzt machen wir ein bisschen von dem Saft hier rein. Gluck, 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 gluck. Ja, richtig. Jetzt rühre ich das ein bisschen rum. Ich bin nicht überzeugt davon, ne? Überhaupt nicht. Was würdest du noch ändern? Alles. Aha. Das sieht actually gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch übertrieben lecker aus, oder nicht? Möchte ich mir bedanken, dass du das gemacht hast. Ja. Und freue mich gleich mit Panda das zu bewerten. Das riecht sehr gut. Die Gerichte sind fertig gekocht. Panda und ich gehen jetzt in die Bewertung rein. Nochmal kurz für euch zum Aufschlüsseln der Bewertung. Wir haben also 3 Kategorien. Wir haben zum einen, wie ist das Essen angerichtet, rein optisch. Dann, wichtiger Part, wie schmeckt das Essen. Und wir haben die Machart, die Mechanics uns ja angeschaut von beiden Kandidaten und müssen auch die bewerten. Wir werden Mechanics von 1 bis 5 bewerten, Aussehen von 1 bis 5 bewerten. Und das Allerwichtigste bei jedem Essen ist der Geschmack. Und dafür geben die Punkte von 1 bis 10. Ich will direkt einsteigen sogar mit der optischen Bewertung. Und ziehen die beiden Gerichte mal schön an uns ran hier. Dann sehen wir auf der einen Seite Lamobär, hat sich natürlich jetzt mengenmäßig viel Mühe gegeben. Der Engel. Davon Also ich seh den können auch halt direkt. wirklich viele Menschen essen. Also beide haben sich erstmal für das gleiche Muster Das ist entschieden. Für die 4 Frikadellen. Bei Venter ist mehr Farbe da, generell. Also wir haben hier Zwiebeln, Speck, Gurken drin, Gewürze, beziehungsweise Kräuter. Also schon allein wegen des Salats ist für mich Venter vorne. So, was ist das für ein Frikadellen? Da fällt mir nämlich auch was auf. Ja, ich würde Venters Teller an sich overall, also nicht nur der Salat, sondern auch die Frikadellen, als äußerlich besser empfinden. Einfach weil wir hier so ein paar schwarze Krater drauf haben auf den Frikadellen, die jetzt vielleicht optisch nicht so ansehnlich sind.
aber vielleicht geschmacklich gut, wer weiß. Und der Salat macht mich dann auch einfach mehr an. So, da ist mehr Farbe drin, da ist alles viel bunter. Hier ist einfach so der Kartoffelsalat, Mayo, Ei. Das ist alles auf einem Haufen. Okay, aber Ladies first, wie viele Punkte wird es jetzt einem Venter hier geben? Puh, ich würde schon 4 von 5 geben. Also jetzt mal die Anordnung dahingestellt, aber der Salat sieht eigentlich ganz okay Wir aus. vergeben keine Einzelpunkte. Das heißt, wir werden uns immer einigen müssen auf eine Punktzahl. Ich bin hier bei 4 von 5 mit dabei. Ich glaube, man hätte sich noch mehr Mühe geben können, grundsätzlich. Aber der sieht schon sehr farbenfroh aus und an sich gut. Ist natürlich nicht wie im Restaurant, hat aber auch keiner erwartet, sind wir ehrlich. Und Lamabär? Schon eher so die 2,5 bis 3. Also da bin ich mir noch nicht sicher. Da kannst du dich vielleicht auf irgendwas ein. Ja, halbe Punkte machen wir nicht. Ich finde, es ist ein großer Unterschied sogar da zwischen dem und dem. Weil hier sind, wie gesagt, schwarze Stellen. Wir haben hier keine Farbe. Der Salat lächelt mich nicht an. Hier sagt der Salat, iss mich, iss mich. Und hier sagt der Salat, bleib lieber da, wo du bist. Wir vergeben hier 2 Punkte fürs Äußere bei Lama und 4 bei Venter. Ja. Kategorie Nummer 2, Mechanics. Da müssen wir nochmal Revue passieren. Da müssen wir mal ganz kurz uns zurück erinnern, was ist eigentlich passiert. Wir fangen mal bei Lama an in dem Fall. Lama hat angefangen, erstmal nicht, also er hat ja das Wasser für die Kartoffeln relativ spät aufgekocht. Aber hat zumindest schon mal mit Kartoffeln schälen angefangen. Ja. Hat auch sehr viel gemacht. Hat mengenmäßig da Pluspunkte auf jeden Fall bei mir gesammelt, weil er halt eben dran gedacht hat, okay, gut, da will jemand längerfristig dran essen. Und allein deswegen hat er bei mir schon ein Stein im Brett. Dann haben wir die Zwiebeln gesehen, die er reingemacht hat für den Geschmack. Die waren sehr alternativfarben am Ende. Da kann man, glaube ich, Punkte für, also könnte man wahrscheinlich von der Punktzahl abziehen. Ich sehe da auch noch so das eine oder andere Stück dran. Ja, also er war sich unsicher, wie er die Frikadellen anbieten soll, ne? Also er war nicht sicher, ob die durch sind, die deswegen ein bisschen länger gemacht, ein bisschen dunkler deswegen. Und beim Kartoffelsalat hat er Man muss sagen, beide haben First-Time-Kartoffelsalat mit Frikadellen gemacht. Ja. Frikadellen nicht First-Time. Ich müsste jetzt aber nicht in Schutz nehmen, wir können die schon schlecht reden, finde ich. Ja gut, mach dann. Ja. Das ist in Ordnung. Die Eier, da wurden auch ganz neue Gestalten geboren im Prozess. Rein so von den Mechanics her. Ich hätte auch einfach keine Angst um Lamas Hände. Ja, same. Mit den Pluspunkten, die Lama erarbeitet hat, rein wegen der Menge und so, wo er darauf achtet, dass keine Zwiebeln in Frikadellen sind, ist er für mich bei 4 Punkten. Würde ich nicht ganz mitgehen. So, bei Venter hatte ich quasi während des kompletten Prozesses Angst. Ich habe Angst um meinen Toplaner gehabt. Ich habe Angst, dass wir nächsten Split hier und war schon Kevin diversen DMs von muss. diversen Toplanern. Ja, genau. Also das war schon spannend. Dann kann ich mich an eine geölte Tischplatte erinnern. Dafür brauchst du nicht eine geölte Tischplatte zu Hause. Das Ne? ist immer gut. Dann wurden Frikadellen ausgedrückt mit dem Argument, dann geht das Aroma besser in die Pfanne über. Ne? Jetzt habe ich die Pfanne aber gar nicht zum Essen hier. Also, dann hat man niedlicherweise, wie ich finde, einen Esslöffel Mayonnaise gemacht, den reingedrippt und hat dann gesagt, ja, weiß ja, dass schon zu viel war. Und ob der geschmacklich natürlich gleich gut oder schlecht ist, Das werden wir sehen. stell ich mal hin. Aber das war jetzt eher unsicher, oder? Ja. Auch fehlt Paniermehl. Ist Paniermehl in den Kartoffeln drin? In den Frikadellen drin? Mal kein Paniermehl. Hat sich kein Paniermehl mit ausgesucht? Also normal macht man das ja mit getrockneten Brötchen. Und dann wichtiger Part, Eier vergessen. Stimmt, die hat er vergessen. Ja, Ne? ja gut. Also Dann war auch die Küche sah teilweise aus schlimmer als Berlin am Zweiten Weltkrieg. Das war wirklich heftig. Gehe ich so mit, ja. Da hat sich keine Trümmerfrau dran getraut. Also Mechanics, muss ich sagen, allein wegen der Gefährdung auch, und ich weiß nicht, ob das ausgestrahlt werden darf, 1 Punkt. Ja, würde ich tatsächlich so mitgehen. Ich würde Lama aber keine 4 geben, ich würde Lama eine 3 geben. Wollen wir uns auf die Mitte einigen oder willst du keine Aber halben Lama hat sich Mühe gegeben. Punkte? Oh, ja, da kam gerade so ein Argument von außen zugezwitschert. Lama Warte mal, hat, das ist illegal. hat die Kartoffeln entstärkt, was jetzt nicht unbedingt der Laie weiß, dass man das machen kann. Und das kann man ruhig nochmal positiv bewerten. Dann gehen wir auf eine 4 und 1. Das ist für mich in Ordnung. Finde ich schön, dass wir uns da einigen konnten. Ja, doch, Ne? da kam ein gutes Argument von Da waren auch außen. die Oxidantien in den Zwiebeln, habe ich mich auch abgeholt. Da ist nämlich ein bisschen Knowledge da. Und wenn bei Venter halt so schwierig war, ne? Ja. Da war halt wenig bis nicht viel da. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Da freue ich mich jetzt am meisten drauf. Und zwar zum Geschmack. Wir haben uns hier schon Getränke dazu geholt. Bei mir ist ein Mezzo-Mix und bei ihr ein bisschen Wasser, um den Geschmack abzulöschen. Ne? Ich fange mal mit dem Salat hier an. Nimm mir so ein Gürkchen dazu, so ein bisschen Speck, eine Kartoffel, ne? Würzig. Die Kartoffeln noch sehr bissfest, aber so vom Gewürz her
holt mich das schon ab. Also schon sehr, also der Ich bin Salat, gespannt, weil halt der Salat wirklich, erstmal schon mal sehr lecker. also da war wirklich, Mit dem Speck und da der waren ja Gurke. wirklich nur 1,5 Löffel Mayo drin und normal kommt in so einen guten Mayonnaise-Kartoffelsalat halt wirklich becherweise Mayo rein. Also Ist korrekt, wir haben ja auch Mayonnaise, Essig und Gurkenwasser genommen. Deswegen ist für jeden was dabei. so, Ne? ich habe, weil ich das Kind hier bin, habe ich die Kindergabel bekommen. Sehr schön, danke dafür. Können wir auch mal so ein bisschen was von allem. Ja. Ist okay, ne? Also hat mich komplett überschreckt, komplett überrascht. Überschreckt. So überschreckt, wie die Kartoffeln überschreckt wurden, aber ist okay. Also ist ganz gut. Ja, kann man essen. Also mir persönlich fehlt halt der Mayo-Part Sam? sehr. Ja. Gewürztechnisch kommt da auch noch einiges an Pfeffer rein. Man muss, wenn du jetzt sagen willst, Man muss auch sagen, Petersilie schneidet man nicht so. Die schneidet man anders, aber vielleicht guckt sich Winter später noch ein Video dazu an, wer weiß. Ist auch egal. der wichtige Part ist auch der halt nicht wirklich Kartoffelsalat ist, oder? Ja, doch. Das ist so das ist halt, das ist sehr, sehr trocken. ja, da fehlt halt der Mayo-Part, ne? Ne? Aber ansonsten, also wenn da mehr Mayo drin wäre, wäre der richtig gut. Jetzt zum richtig geilen Part. Ja, gönn dir mal so eine Frikadelle. Nee, mach du mal Guck zuerst. gerne. Mach du Ich zuerst. mach zuerst. Gucken wir erstmal, ob die gute Dame durch ist. Scheint durch zu sein. Probieren wir den Part mal. Laret. Ich war. Kennst du das? Wenn du damals von der Schule heimkommst und dich deine Mutter den ganzen Tag voll labert? Wo geht's jetzt hin? So langweilig schmecken die Frikadellen. Tatsächlich. Die schmecken einfach nur langweilig, muss ich sagen. Die sagen, da ist keine Freude im Mund, da ist gar nicht. Da ist keine Geschmacksexplosion. Die sagen mir einfach nur Langeweile im Mund. Das ist einfach nur Hack, ne? Das ist Hack, ja. Ein Stück Hack. Also ich finde, die Kartoffelsalat wirklich sehr geschmackvoll, ne? Aber das ist nur ein Stück Hack. Da ist halt nicht ein bisschen Salz drin, Pfeffer. Keine. Ja, war Das drin, Stück- aber... Die haben auch gar keinen Bock hier zu liegen, die Dinger. Also optisch hui, innen boring as Die fuck. sind jetzt nicht voll, die kann man halt so essen. Ja, die kann man essen, aber ich sag mal so, die schmecken einfach langweilig. So kann man so sagen. Ja. Ich glaube, jeder weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Schmeckt Aber einfach, man muss sagen, die Baseline ist zumindest schon mal okay, ne? Also sind nicht verbrannt, sind durch. für einen E-Sportler ist das Für okay. die E-Sportler ist das schon mal. Ist das fein. Panda, wo befinden wir uns jetzt hier? Geschmacklich, mit dem Salat und die Frikadellen, ich bin mir nicht sicher, ob eine 6 oder eine 5. Machen wir eine 5. Der Salat war gut, aber die Mayo hat gefehlt und die Frikadellen sind halt nichts so. Die sind einfach nichts. Aber der Salat hat viel rausgeholt für mich. Ich mache einzeln, kommt auch auf den Gesamtpunkt. Leider auch auf den genau gleichen Gesamtpunkt wie bei dir. Frikadellen für mich eine 3, weil die sind durch. Die sind halt fein, die schmecken immer nach nichts. Und Salat ist so eine 6, weil mir Mayo fehlt so ein bisschen, aber trotzdem nicht einfach würzig ist und geschmackvoll und mit dem Speck ist so eine schöne Version. Vielleicht wäre mit Eier noch mehr drin gewesen, aber so würde ich halt zwischen 3 und 6. Dann rede ich von Venter, also machen wir eine 5. Ja, es ist schon 5 von 10. Das ist 5 von 10 ist die Hälfte der Punktzahl. richtig. Ne? Das ist bestanden auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall bestanden. Und damit haben wir Teller Nummer 1 bewertet. Jetzt bin ich gespannt, was unsere kleinen Kohlenbriketts hier denn anzubieten haben. Auch hier möchte ich gerne anfangen mit diesem Meer aus Kartoffeln und Ei. Hier wird an der Mayo auf jeden Fall nicht gespart, so viel kann man schon mal sagen. Es ist sehr cremig. Da könnte ein bisschen mehr Gewürze dran, ein bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Salz, aber so mag ich Kartoffelsalat sehr gerne. Eine cremige Angelegenheit. Ja, ich muss vorab schon mal sagen, ich bin persönlich kein Ei-Fan. Ja, mit dem cremigen hast du nicht ganz unrecht. Die Kartoffeln sind halt wirklich schon... Also, die waren, glaube ich, auch schon ein bisschen zu lange drin, aber sind jetzt an sich nicht schlecht. Im Kartoffelsalat schmeckt man das ja auch nicht so raus wie bei anderen Kartoffelgerichten. Mir persönlich gefallen halt die Eier nicht. Das ist aber eine persönliche Sache. Stell dir mal den vor, mit den Gurken und dem Speck von dem anderen. Der wäre geil. Der wäre richtig Der geil. wär so geil. Der wär Aber 10 das von 10 fehlt halt wahrscheinlich. hier. Also, was heißt fehlen? Das ist halt wirklich nur rein basic so. Wenn da sich schon kreativere Ideen einfallen lassen. Ja. Da wurde nach Glaube entschieden, ob die durch sind oder nicht, ne?
Da wurde mehrfach die Pfanne runtergenommen und gesagt, ich glaube, die sind durch. Kann ich ein Brotmesser haben? Also, der Glaube hat ihm recht gegeben, die Frikadellen sind durch. Also, den schwarzen Stellen mal abgesehen, schmeckt das schon deutlich mehr nach einer Frikadelle, die Mami zu Hause kocht. Könnt ihr erstmal, bevor wir hier bewerten. Ja, erstmal eine halbe Frikko rein, ja. Nee, ich gucke immer, ob die überall durch sind. Die sind durch, ja. Bis auf die schwarzen Stellen. Lecker, bessere Konsistenz, ein bisschen mehr dran an der Sau. Ja, was sagst du denn dazu? Also wenn ich mir jetzt so die perfekte Frikadelle vorstelle, mit ein bisschen Zwiebeln dazu noch, Petersilie, sind die schon näher dran. Also geschmacklich wäre ich wahrscheinlich bei einer 6, also relativ nah dran. Der Kartoffelsalat war für mich sehr basic. Frikadellen haben besser geschmeckt. Obwohl würde ich da einen Punkt mehr geben. Ich dachte, wir haben ein dickes Streitgespräch hier oder so. Aber haben wir gar nicht, ne? Sind wir uns einig? Na, leider ja. Also ich würde jetzt hier, Frikadellen finde ich sehr geil, werde ich mir auch gleich noch verköstigen hier. Das ist für mich eine 7. Das sind halt eher so die Kometen, Ohne die, auf die Erde und geflogen die sind. schwarzen Stellen, die verbrannten Stellen werden eine 8 wahrscheinlich. Und der Kartoffelsalat finde ich deswegen, also der gefällt mir persönlich einfach besser. Der schmeckt nicht so intensiv, aber den jetzt hier zum Beispiel zusammen mit den Frikadellen, den kann man schon ganz gut essen. Das ist schon sehr gut aufeinander abgepasst. Hat für mich auch dann insgesamt eine 6. Ich würde das auch nochmal mit beidem verköstigen. Aber da ist auch noch Teller. Ja, aber der Teller macht mich mehr an. Da hat Lama für mich gemacht. Machart, Venter 1, Lama 4. Präsentation, Venter 4, Lama 2, oder? Ja, da bringt es insgesamt. Ich habe nicht mit zugehört hier. Ich auch nicht. Das Ergebnis wird hier unten irgendwo stehen. Insgesamt hat auf jeden Fall Lama gewonnen. Ja. Kann man schon mal sagen. Hier auf dem Fall die Kamera mal bitte einblenden, wer hier gewonnen hat. Kann man auch mal hier beglückwünschen. Wir sind einfach an der nur gut Stelle. darin, Essen zu bewerten und nicht zu rechnen. Ne? Dafür werden wir noch nicht bezahlt. Und zu essen am Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch was. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Die nächsten 2 Kandidaten, Indeed und Tatsaku. Ich freue mich sehr auf das nächste Gericht. Das wird sehr geil. Und ich muss wieder nicht kochen, ne? Das freut mich am meisten. Macht's gut. Ciao.